Was weiß JP Morgan, das wir nicht wissen? Ende 2025 verlegte die amerikanische Großbank fast ihr gesamtes Goldgeschäft von den USA in New York nach Singapur. Über 50 Mitarbeiter mussten in einer Nacht- und Nebelaktion umziehen. Und das gemeinsam mit ihren Familien. Was sind die Hintergründe und was hat das mit dir zu tun? Das sind die spannenden Fragen, die wir uns einmal in diesem Video näher anschauen wollen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In diesem Video geht es um Gold und Edelmetalle. Und dass man Edelmetalle am besten im Ausland lagert, das sollte Teil eines jeden Plan Bs sein. Wenn dich auch andere Aspekte eines Plan B interessieren, wenn du dabei bist, einen Plan B zu etablieren, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich, das wir dort regelmäßig veranstalten. Taschenmesser deswegen, weil man für einen funktionierenden Plan B eben verschiedene Tools braucht, die sich dann ideal zusammenfügen. Darunter zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, Vermögensdiversifikation, eben Edelmetalle zum Beispiel im Ausland zu lagern und dann zum Beispiel auch internationale Nachlassplanung. Diese und weitere Werkzeuge eines Plan B behandeln wir in Zürich und zeigen dir, wie du diese nutzen kannst, um dich vor geopolitischen Verwerfungen zu schützen, ebenso natürlich auch wie vor der zunehmenden Zugriffigkeit der EU durch zunehmende digitale Überwachung, digitalen Euro, digitale ID, EU-weites Kontenregister und weitere Maßnahmen, die bereits von der EU umgesetzt werden. Mit dabei neben Daniel und mir ist auch wieder General Außerdiensten Erich Warth. Die Geopolitik, sie ist ja wichtiger denn je. Und was bringt dir ein noch so guter Plan B, wenn er nicht auf die geopolitischen Risiken abgestimmt ist? Da hat Herr General Warth unglaubliche Insights, die er mit uns teilen wird hinter verschlossenen Türen. Alle weiteren Details zu dem Seminar auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ohne Ankündigung, ohne Pressemitteilung, ohne Erklärung hat auf einmal die wichtigste Bank in den USA, JP Morgan Chase, ihr gesamtes Goldgeschäft von New York nach Singapur verlagert und hat damit selbst ihre Mitarbeiter überrascht. 50 Mitarbeiter mitsamt ihren Familien mussten umziehen. Es war so die Zeit um Thanksgiving herum, also Ende November 2025. Thanksgiving ist ja in den USA im Grunde genommen das wichtigste Fest im Jahr, noch wichtiger fast als Weihnachten, könnte man sagen. Fast alle Amerikaner verbringen dieses Fest im Kreise ihrer Familien mit Verwandten. Man reist zum Teil riesige Distanzen, um in den USA dann Verwandte zu treffen. Du kannst dir also vorstellen, was das bedeutet, wenn auf einmal jemand sagt, so und jetzt nächste Woche müsst ihr mit der gesamten Familie nach Singapur auswandern, denn ab sofort werden wir unser Business von Singapur aus machen. Bis heute hat die Bank dazu keine großen Erklärungen abgegeben und das ist natürlich schon ein sehr signifikanter Schritt. Ja, also wie gesagt, JP Morgan Chase ist jetzt ja nicht irgendeine Klitsche, irgendeine Garagenfirma, sondern eben eine der wichtigsten Banken der Welt, die größte Bank der USA, geführt von Jamie Dimon, ein sehr kompetenter Banker, der ja auch immer wieder sich sehr kritisch geäußert hat, zum Beispiel zu der Verschuldung der USA. Und da stellen sich jetzt natürlich verschiedene Fragen. Was sind die Hintergründe? Warum gerade Singapur? Was hat das möglicherweise mit den Kunden der Bank zu tun? Was hat das möglicherweise auch mit dir zu tun? Wie gesagt, vielfach können wir natürlich nur spekulieren, denn tatsächlich geäußert hat sich die Bank dazu nicht. Aber ich will dir dennoch zunächst mal hier kurz einen Artikel online zeigen. Ich werde den auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit reinkopieren, dass du dann dazu auch ein wenig nachlesen kannst. JP Morgan's Chase Gold Trading Unit relocated to Singapore in emergency move last month. Over 50 traders and families moved within a week. Vom 8. Dezember 2025, also kurz nach Thanksgiving. According to reports, JP Morgan's Chase's gold trading department quietly relocated at the end of last month without any official announcement. Also es gab keine Ankündigung. The entire gold trading team moved from New York to Singapore with over 50 traders and the families required to arrive in Singapore within a week. Also das gesamte Team wurde verlegt und alle Trader mit ihren Familien mussten innerhalb von einer Woche nach Singapur. On November 27, 2025, JP Morgan Chase issued an internal emergency directive instructing more than 50 gold traders and their families to relocate to Singapore within a week. An internal email stated all COMEX
qualified gold operators must relocate to the Asia-Pacific region by the end of this week. Also, am 27. November, eben um die Thanksgiving-Zeit herum, hat JP Morgan Chase, das Management, eine entsprechende Anweisung rausgegeben, dass alle Gold-Trader, die bei COMEX qualified sind, in die Asia-Pacific-Region umziehen müssen. The move, which was not publicly disclosed, is considered a highly confidential adjustment, sparking market speculation about the reshaping of the global gold supply chain. Also der Umzug, der nicht veröffentlicht wurde, ist als eine höchst vertrauliche Anpassung zu sehen, die Bank hier vorgenommen hat. Internal communication suggests the relocation aims to strengthen the bank's trading capabilities in the Asia-Pacific region amid geopolitical and regulatory shifts. Also interne Kommunikation, die an die Presse geleakt wurden. Sie suggerieren, dass es hier dabei geht, die Trading-Kapazitäten der Bank im asiatischen Raum zu erhöhen, vor allen Dingen aufgrund geopolitischer und regulatorischer Verschiebungen. Independent journalist Bill Still reported that the relocation occurred during the Thanksgiving holiday, requiring traders to quickly pack their belongings, highlighting the urgency of the operation. Also ich hatte ja gesagt, während Thanksgiving ist das Ganze passiert. Es gab dann große Hektik. The scale of the move involves one of the world's largest gold trading desks. Also eine der größten Goldhandelsabteilungen der Welt wurden umgezogen, potentially altering the traditional dominance of New York and London in the market. Man denkt also, allein dieser Umzug kann dazu führen, dass New York und London vielleicht ihre Dominanz beim Goldhandel einbüßen würden. Singapore, a global gold hub, saw its trading volumes surpass London by 15% in 2025, with its zero tariff policy attracting capital inflows from BRICS nations. Also, Singapur überholte 2025 erstmal London, was das Volumen an Handel betrifft, der über Singapur läuft. Man redet hier von viel BRICS-Investment und JP Morgan Chase hat ohnehin schon seine Private Banking-Abteilung in Asien dort im Raume Singapur angesiedelt. The relocation is driven by three key pressures. Also, es gibt drei Hauptgründe, so dieses Magazin Tiger Trade, eine Publikation von Tiger Brokers. Drei Gründe dafür. A surge in physical gold deliveries. JP Morgan Chase delivered 4 billion worth of physical gold in November 2025, the highest monthly volume since 2008. Also, der Handel mit physischem Gold hat enorm zugenommen und einen Rekord erreicht im Hause JP Morgan Chase im November 24. Allein in diesem Monat haben sie ein Volumen von 4 Milliarden Dollar verschoben, physisches Gold. Zweitens, increasing regulatory scrutiny in the US. Also der zweite Grund ist, dass das regulatorische Umfeld in den USA sich möglicherweise verschlechtert, während Singapur offensichtlich den Banken gegenüber freundlicher ist. Und jetzt der wichtigste Punkt. Drittens, Client Capital Outflows as the bank's private wealth business caters to ultra-high net worth individuals shifting assets from the US and Europe to Asia, necessitating aligned trading infrastructure. Also ein sehr wichtiger Punkt, die ultrareichen Kunden von JP Morgan Chase, die eben diese Bank bedient. JP Morgan ist ja innerhalb von JP Morgan Chase, dieser gigantischen Gruppe, zuständig letztlich für die private Vermögensverwaltung von sehr reichen Amerikanern. Sie verschieben Assets von Europa und den USA weg nach Asien, insbesondere Edelmetalle. Die Bank folgt also letztlich den Kunden, die verlangen, wir möchten unsere Edelmetalle nicht mehr in New York haben, sondern in Asien. Offensichtlich hat die Bank Kunden verloren. Hier steht es ja Client Capital Outflows. Also, das heißt, Kunden haben sich von JP Morgan Chase verabschiedet, haben gesagt, wenn ihr so US-konzentriert seid, dann wollen wir unsere Edelmetalle nicht mehr bei euch haben. So, das ist ja alles ein bisschen verklausuliert, formuliert hier. 100% klare Antworten findet man irgendwie nicht. Und es ist gar nicht so 100%ig klar, was jetzt eigentlich hier damit gemeint ist. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, meiner Meinung nach, dann geht es darum, dass die Kunden von JP Morgan Chase sich Sorgen machen um ihre Edelmetalle. Wir wissen ja, es gab in den USA auch schon mal ein Goldverbot. Jetzt denken wir an die Dinge, die dort gerade in den USA passieren. Also, wir haben gigantisch hohe Schulden. Die Zinsen auf die Staatsanleihen werden immer höher. Der Dollar wird immer schwächer. Die USA haben die größten Goldreserven der Welt. Da könnte ja doch tatsächlich Donald Trump in Versuchung kommen oder auch ein Nachfolger
nach ihm den Goldmarkt möglicherweise zu manipulieren, vielleicht wieder ein Goldverkaufsverbot zu verhängen oder ähnliche Spielchen zu treiben. So, dieser Artikel ist jetzt vom Dezember 2025. Das Ganze hat sich natürlich noch verschärft durch die Energiekrise, durch den Krieg. Damit wird letztlich die Welt noch unwegsamer. Und interessanterweise beschreibt ja der Artikel, dass es diese Bewegungen nicht nur in den USA gibt, sondern eben auch in Europa. Kapital wird ebenfalls aus Europa nach Asien verlegt, insbesondere natürlich Edelmetalle. Denn letztlich gibt es in Europa natürlich die gleichen Trends wie in den USA. Immer höhere Schulden. Die Staaten wissen nicht mehr, wie sie diese Dinge finanzieren wollen. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass auch in Europa Goldverbote gab oder dass der Handel und der Besitz von Gold stark restriktiv gehandhabt wurde. Zum Beispiel unter den Nazis musste man unter der Androhung von Todesstrafe sämtliche Vermögenswerte im Ausland, insbesondere an Edelmetall, offenlegen. So viel zum Thema Vermögensregister, was ja immer wieder mal diskutiert wird. Daran siehst du ja, dass der Wunsch eines Staates nach kompletter Transparenz hinsichtlich deines Vermögens diktatorische Züge hat und von totalitären Regimen wie den Nazis zum Beispiel schon vorher betrieben wurde. Deswegen diese ganzen Maßnahmen, auch Dinge wie Transparenzregister, auch Dinge wie Informationsaustausch, alle freiheitsfeindlich sind, gegen bürgerliche Freiheiten verstoßen und im Grunde darauf hindeuten, dass wir uns in Richtung gerade in der EU eines totalitären Systems bewegen. Interessant ist ja auch an diesem Umzug von JP Morgan Chase, dass sie gerade Singapur ausgesucht haben. Ich meine, sie hätten ja auch sagen können, okay, wir gehen zum Beispiel in die Schweiz oder wir gehen zum Beispiel nach Panama. Man hat sich bewusst Singapur ausgesucht. Wenn du dir die Größe des Finanzplatzes Singapur anschaust und den vergleichst zum Beispiel mit dem Finanzplatz Schweiz, dann ist Singapur deutlich kleiner als die Schweiz. Aber wir haben ja gesagt, gerade bei Edelmetallen holt Singapur rasant auf. Ich denke, dass es die Bank so sieht, dass zum Beispiel Länder wie Panama noch nicht weit genug entwickelt sind. Aber ich denke, dass man eben auch zum Beispiel in puncto Schweiz und natürlich auch London nicht allzu viel Hoffnung hat, dass es dort fundamental besser sein könnte als jetzt gerade in Singapur. Und ein weiterer Aspekt, der ebenfalls sehr interessant ist an dieser Story, ist, dass das Ganze so komplett im Hintergrund abgelaufen ist, dass es niemand merkt. Wir sind ja letztlich betäubt von dem ganzen Lärm, den wir in den Medien wahrnehmen. Aber wie du an dieser Geschichte siehst, passieren die eigentlich wichtigen Dinge hinter den Kulissen, wo es der Bürger, so wie du und ich, eigentlich kaum mitbekommen. Deswegen rate ich dir sehr, dort Augen und Ohren offen zu halten, was hinter den Kulissen passiert und dich nicht davor ablenken zu lassen, was uns in den traditionellen Medien über die Welt erzählt wird und was gerade wichtig ist. Viel wichtiger ist aber natürlich, dass du dir auch Gedanken machst zu deiner eigenen Vermögensstrategie und zum Beispiel, wo du mit deinen Edelmetallen hingehen sollst. Auf diesem Kanal haben wir schon lange über Singapur gesprochen und dass Singapur sich besonders gut eignet für Edelmetalle. Es ist aus meiner Sicht absolut fahrlässig, wenn du dein eigenes Gold zum Beispiel in Deutschland aufbewahrst oder auch in der EU aufbewahrst. Denn der Sinn von Edelmetallen ist ja, dass du dich absicherst gegen das System. Ich hatte vorhin von den Nazis gesprochen. Warum haben Deutsche damals ihr Gold in der Schweiz gelagert? Weil sie sich vor dem schützen wollten, was in Deutschland passiert ist, wo die Nazis, diese diabolischen Volksbetrüger letztlich die Mittel der Sparer in den Sparkassen verwendet haben, um den Krieg zu finanzieren, ohne es den Sparern zu sagen. Sie haben die Bürger bestohlen. Ja, sie wussten genau, nach dem Desaster der Kriegsanleihen des Ersten Weltkrieges hätte kein Deutscher sich darauf eingelassen, den Krieg hier mit eigenem Geld zu finanzieren. Kriegsanleihen haben die Nazis versucht, sie sind kläglich gescheitert und deswegen haben sie hinterrücks dann die Bürger beklaut und das Ersparte der Bürger des kleinen Mannes dazu verwendet, um letztlich die Aufrüstung und den Krieg zu finanzieren. Das war einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder vor dem Nichts stand, dass dann auch ein Lastenausgleich notwendig war, weil sämtliche Werte komplett vernichtet waren. Denn auf einmal fanden die Bürger heraus, dass ihr Erspartes gar nicht mehr vorhanden war, sondern sie von den Nazis beklaut wurden und was sie auf ihrem Sparkonto gesehen haben, das waren eigentlich einfach nur irgendwelche Zahlen, hinter denen aber keine Werte mehr standen. Diejenigen, die klug waren, die haben zu der Zeit Geld in der Schweiz gebunkert und auch natürlich Gold und Edelmetalle und haben dies den Nazis verschwiegen. Da stand die Todesstrafe drauf, dies zu tun, aber sie haben es dennoch getan. Unter anderem ja auch die SPD. Und es war richtig, dass es die SPD getan hat, ist ja völlig klar. Diese Personen waren dann in der Lage, nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Gold aus der Schweiz wiederzuholen und damit dann in Deutschland ein neues Leben anzufangen. Und das ist natürlich der Grund, warum du niemals Edelmetalle in deinem Wohnsitzland aufbewahren solltest, denn du nutzt Edelmetalle, um dich gegen Systemrisiken zu schützen, des politischen Systems,
des Währungssystems, wo du deinen Wohnsitz hast. So, wie kriegst du jetzt dein bestehendes Gold zum Beispiel nach Singapur? Naja, das Einfachste ist natürlich vielfach als einfach zu verkaufen. Wenn du Gold verkaufst und du bist außerhalb der Spekulationsfrist, musst du dies auch in der Steuererklärung nicht angeben. Das heißt, der Staat weiß per se auch gar nicht, dass du hier Gold hattest. Dann kannst du dieses Geld nach Singapur überweisen, zum Beispiel direkt zum Goldhändler. Manche Mandanten eröffnen auch erst ein Konto in Singapur, das können wir für dich übernehmen, das geht remote, da kannst du dein Geld überweisen und dann von einem Konto in Singapur das Gold kaufen. Wir haben auch Mandanten, ehrlich gesagt, die physisches Gold nach Singapur bringen. Auf einem Event neulich hat ein Mandant von uns dazu beschrieben, wie er das gemacht hat. Und zwar jetzt nicht irgendwie hier geschmuggelt oder sowas. Schmuggeln geht nicht, weil wenn du nicht die richtigen Papiere hast, dann kann es die Goldlagerstelle in Singapur gar nicht annehmen. Er hat es so gemacht, dass er nach Zürich gereist ist und dann von Zürich letztlich nach Singapur geflogen ist. Hat das alles korrekt erklärt, ja, war eigentlich auch alles viel einfacher, als er das erwartet hatte, aber mir ist natürlich klar, das ist nicht jedermanns Sache. Zu Goldtransporten würde ich dir abraten, die sind wahnsinnig teuer und das bringt es wahrscheinlich nicht. Also, in diesem Sinne, wenn dich solche Themen interessieren, Plan B, Auswandern, Vermögensschutz, Vermögensdiversifikation, dann komm am besten zu unserem Seminar nach Zürich oder natürlich kannst du auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link zu allem in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen: Steueroptimierung im Ausland, Schutz ihres Vermögens, zweite Staatsbürgerschaft, Edelmetalle im Ausland lagern. Ich selbst habe Deutschland bekanntlich schon vor 26 Jahren verlassen und gleichzeitig auch die EU verlassen natürlich. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun, aber selbst wenn du noch nicht bereit bist auszuwandern, dann solltest du dir auf jeden Fall jetzt Gedanken dazu machen, dich und dein Vermögen zu schützen mit einem tragbaren Plan B. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.